Die Pascalsche Wette ist ein Meilenstein in der Religionsphilosophie und ein frühes Beispiel für die Anwendung von Entscheidungstheorie auf existenzielle Fragen. Sie fordert uns auf, über Rationalität, Glauben und die Konsequenzen unserer Entscheidung nachzudenken. Worum es in der Wette geht, was sie von anderen Gottesbeweisen unterscheidet und welche Stärken und Schwächen sie hat, erfährst du in diesem Video. Die Pascalsche Wette wurde im 17. Jahrhundert von Blaise Pascal, einem französischen Mathematiker, Physiker und christlichen Denker, entwickelt. Pascal war ein Wunderkind mit einer besonderen Begabung in Mathematik. Mit 16 Jahren veröffentlichte er einen Satz über Kegelschnitte, der so beeindruckend war, dass René Descartes davon ausging, sein Vater habe ihn geschrieben. Mit 19 erfand er eine der ersten mechanischen Rechenmaschinen. Wie viele Wissenschaftler seiner Zeit war Pascal tiefgläubig. Nach einem religiösen Erweckungserlebnis 1654 zog er sich aus der Pariser Gesellschaft zurück und widmete sich ganz seiner Frömmigkeit. Seine plötzliche, lebendige Begegnung mit Gott beschrieb er mit den Worten: Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Pascal litt zeitlebens an Krankheiten und starb mit 39 Jahren, vermutlich an Tuberkulose oder Magenkrebs. Medizinische Hilfe lehnte er ab, da er glaubte, dass Krankheit der natürliche Zustand der Christen sei. Pascal lebte in einer Zeit wissenschaftlicher Umwälzungen und religiöser Spannungen, in der Skeptizismus gegenüber religiösen Dogmen zunahm. Seine Gedanken zur Wette finden sich in den Pensées, einer Sammlung fragmentarischer Notizen, die nach seinem Tod veröffentlicht wurden und ursprünglich als große Apologie der christlichen Religion geplant waren. Pascal richtet sein Argument an Zweifler oder Agnostiker, nicht an überzeugte Atheisten. Er wollte zeigen, dass der Glaube an Gott rational sein kann, selbst ohne Gewissheit. Im Gegensatz zu klassischen Gottesbeweisen ist die Wette kein Beweis für die Existenz Gottes, sondern ein pragmatisches Argument für den Glauben an Gott. Denn für Pascal ist Gott ein Objekt des Glaubens, nicht des Wissens. Er kann nicht rational bewiesen, sondern nur erfahren werden. Gott ist unendlich, unbegreiflich und nur durch das Herz, nicht durch rationale Beweise erfahrbar. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Die Wette ist also kein Gottesbeweis, sondern ein Argument, das Nichtgläubige dazu bringen soll, an Gott zu glauben. Es besagt, dass es bei fehlendem Beweis vernünftig ist zu glauben. Warum? Weil, wenn man nicht an Gott glaubt und er existiert, man alles verliert, während man, wenn man an Gott glaubt und er nicht existiert, nichts verliert. Kern der Pascalschen Wette ist ein Entscheidungsproblem, das auf einer Kosten-Nutzen-Analyse basiert. Pascal stellt die Frage: Soll ich an Gott glauben oder nicht? Er strukturiert die Entscheidung wie eine Wette, bei der man auf eine von zwei Möglichkeiten setzt: Gott existiert oder Gott existiert nicht. Dabei vertritt er im Kern die klassische Position der katholischen Kirche. Wenn man nicht an Gott glaubt, wird die Seele verdammt sein und man wird für die Ewigkeit in der Hölle brennen. Wenn man hingegen an Gott glaubt und seine Gebote befolgt, wird die Seele gerettet und man gelangt ins Paradies. Die Entscheidungsmatrix sieht nun wie folgt aus. Die erste Option ist, an Gott zu glauben. Wenn Gott existiert, gewinnt der Gläubige unendlich viel, nämlich das ewige Leben im Paradies. Wenn Gott nicht existiert, verliert der Gläubige nichts. Die zweite Option ist, nicht an Gott zu glauben. Wenn Gott existiert, verliert der Ungläubige unendlich viel. Er wird sein Leben in ewiger Verdammnis verbringen. Wenn Gott nicht existiert, gewinnt der Ungläubige im besten Fall weltliche Freuden. Diese sind nichts im Vergleich zum unendlichen Gewinn der ewigen Seligkeit. Angesichts dieser Kosten-Nutzen-Analyse ist es rational, an Gott zu glauben. Pascal schreibt: Wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr alles, wenn ihr verliert, verliert ihr nichts. Setzt also ohne Zögern darauf, dass er ist. Pascal verwendet die Analogie eines Münzwurfs, um das Entscheidungsproblem darzustellen. Dies impliziert eine 50-50 Wahrscheinlichkeit. Gott existiert oder er existiert nicht. Ein Atheist würde nun einwenden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert, sehr viel geringer ist als 50%.
Doch dieser Einwand greift nicht, denn wir können laut Pascal überhaupt nicht wissen, ob Gott existiert oder nicht. Die Vernunft kann uns keinerlei Auskunft über die Existenz Gottes geben, da sich Gott völlig unserer Vernunft entzieht. Und wenn man überhaupt nichts weiß und es zwei mögliche Antworten gibt, haben beide Antworten die gleiche Wahrscheinlichkeit. Was Pascal sagt, ist, dass wir in Bezug auf Gott keinerlei Information haben, weil unsere Vernunft grundsätzlich unfähig ist, Gott zu denken. Die Existenz Gottes oder seine Nichtexistenz sind zwei Möglichkeiten mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und da man im Falle, dass Gott existiert, alles gewinnt und im Falle, dass er nicht existiert, nichts verliert, ist es vernünftiger, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Doch verliere ich tatsächlich nichts, wenn ich an Gott glaube und er nicht existiert? An Gott zu glauben, ohne seine Gebote zu befolgen, reicht schließlich nicht aus. Um ins Paradies zu kommen, muss der Glaube praktisch gelebt werden. Pascal hat auf diesen Einwand geantwortet, indem er sagte, dass der Glaube zwar nicht ausreicht, aber der erste Schritt in die religiöse Praxis ist. Seine Wette soll diesen ersten Schritt ermöglichen. Pascal will Skeptiker dazu bringen, an Gott zu glauben, als ersten Schritt zu einem religiösen Leben. Die Frage ist dann, verliere ich als Skeptiker tatsächlich nichts, wenn ich an einen Gott glaube, der vielleicht gar nicht existiert und mich dessen Regeln unterwerfe? Durch den Verzicht auf weltliche Freuden, beispielsweise auf außerehelichen Sex, verliere ich aus atheistischer Sicht sehr viel. Denn weltliche Freuden sind in dieser Sicht das Einzige, was wir haben. Aus atheistischer Sicht gibt es nichts jenseits der weltlichen Freuden. Wenn ich die weltlichen Freuden verliere, verliere ich alles. Pascal setzt voraus, dass weltliche Freuden im Vergleich zu den Vorteilen des Glaubens wertlos sind. Man verliert also nicht nichts, wenn man an Gott glaubt, sondern in der Perspektive, in der Gott tatsächlich existiert, sind die Vorteile, die man durch den Glauben erhält, unendlich viel größer als der Verlust, den man erleidet, wenn man nicht glaubt. Denn wenn man an Gott glaubt und er nicht existiert, hat man die weltlichen Freuden verloren. Wenn er jedoch existiert und man nicht an ihn glaubt, hat man die ewige Seligkeit verloren. Und umgekehrt ist das Opfer unserer weltlichen Freuden nichts im Vergleich zu den ewigen Flammen der Hölle. Die Pascalsche Wette nutzt das entscheidungstheoretische Prinzip der strikten Dominanz. Wenn man die unendlichen Konsequenzen berücksichtigt, ist der Glaube in jedem Szenario rational. Der unendliche Gewinn übertrifft jeden endlichen Verlust. Selbst bei einer minimalen Wahrscheinlichkeit, dass Gott tatsächlich existiert, macht der unendliche Gewinn die Entscheidung für den Glauben rational, da das Endliche in der Gegenwart des Unendlichen vernichtet wird und zu einem reinen Nichts wird. Die Pascalsche Wette ist faszinierend, weil sie den Fokus von der Frage, existiert Gott, auf was ist die beste Entscheidung unter Unsicherheit verlagert. Sie verbindet Rationalität mit Glauben und zeigt, wie pragmatische Überlegungen in die Religion einfließen können. Im Gegensatz zu anderen theistischen Argumenten argumentiert die Wette für den Glauben an Gott, nicht für seine Existenz. Dies macht sie einzigartig, dass sie die Entscheidung für den Glauben als rationalen Akt darstellt. Pascal fordert uns heraus, Glauben nicht nur als emotionale oder spirituelle Entscheidung zu betrachten, sondern als rationale Wahl. Dies war revolutionär in einer Zeit, in der Glaube und Vernunft oft als Gegensätze gesehen wurden. Er betont, dass die Vernunft in Bezug auf Gott machtlos ist, da Gott außerhalb der rationalen Sphäre liegt. Glaube entsteht durch eine Entscheidung im Angesicht völligen Nichtwissens. Pascal legt nahe, dass der Glaube nicht unbedingt auf Überzeugung basieren muss. Selbst wenn man zunächst nicht glaubt, kann man sich entscheiden, so zu handeln, als würde man glauben, etwa durch religiöse Praktiken. Dies könnte langfristig zu echtem Glauben führen. Die Wette ist ein frühes Beispiel für die Anwendung von Entscheidungstheorie. Sie zeigt, wie Menschen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen können, indem sie Wahrscheinlichkeiten und Konsequenzen abwägen. Dies macht die Wette nicht nur philosophisch, sondern auch mathematisch interessant. Innerhalb der Entscheidungstheorie ist die Wette ein Argument der strikten Dominanz, da der unendliche Gewinn des Glaubens jeden endlichen Verlust übertrifft, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit von Gottes Existenz.
Pascal betont, dass das Endliche in der Gegenwart des Unendlichen bedeutungslos wird. Diese Betonung der unendlichen Konsequenzen macht die Wette besonders überzeugend. Die Wette zwingt uns, über die ultimative Bedeutung des Lebens nachzudenken. Was ist wichtiger, das Streben nach weltlichen Freuden oder die Absicherung gegen einen möglichen unendlichen Verlust? Pascal betont die Endlichkeit des Lebens gegenüber der potenziellen Ewigkeit. Trotz ihrer Eleganz ist die Pascalsche Wette nicht unumstritten und wurde sowohl von Gläubigen als auch von Nichtgläubigen kritisiert. Betrachten wir einige zentrale Kritikpunkte. Pascal geht davon aus, dass es nur zwei Optionen gibt: den christlichen Gott oder keinen Gott. Doch was ist mit anderen Religionen? Der Glaube an den falschen Gott könnte ebenfalls negative Konsequenzen haben. Bereits der französische Schriftsteller Denis Diderot wies darauf hin, dass die Wette nicht nur auf den christlichen Gott, sondern auch auf andere Götter angewendet werden kann, da viele Religionen unendliche Konsequenzen androhen. Die echte Entscheidungsmatrix ist also sehr viel komplexer als Pascals binäres Modell, das sie viele Götter und Religionen umfassen müsste. Pascal konnte andere unendliche Götter nicht ausschließen, dass sie ähnliche unendliche Konsequenzen androhen. Schätzungen zufolge gibt es aktuell innerhalb des Christentums über 40.000 Denominationen, von denen viele behaupten, dass Anhänger anderer Denominationen in die Hölle kommen. Dies macht die Entscheidung noch komplizierter, da selbst die Wahl des richtigen christlichen Gottes riskant ist. Der australische Philosoph John Leslie Mackie kritisierte daher, dass die Wette nicht auf eine zweiseitige Münze, sondern auf einen 1000-seitigen Würfel setzt. Dies untergräbt die strikte Dominanz der Wette, denn der Glaube an den falschen Gott kann ebenfalls unendlichen Verlust nach sich ziehen. Kritiker wie William James bemängelten, dass Pascal den Glauben auf eine bloße Wette reduziert. Kann echter Glaube entstehen, wenn er nur auf pragmatischen Überlegungen basiert? Ist ein solcher Glaube authentisch oder opportunistisch? Schon Voltaire kritisierte, dass die Wette egoistisch sei, da sie den Glauben auf persönlichen Nutzen reduziere, anstatt ihn auf moralische oder spirituelle Gründe zu stützen. Glaube als Mittel zum Zweck kollidiert mit der Idee eines authentischen Glaubens. Die Wette behauptet, dass man sich entscheiden kann zu glauben, um den erwarteten Nutzen zu maximieren. Überzeugungen sind jedoch nicht direkt willentlich kontrollierbar. Glaube ist keine bewusste Entscheidung, sondern Ergebnis von Beweisen oder Erfahrungen. Man kann nicht einfach beschließen zu glauben, nur weil es rational erscheint. Die Pascalsche Wette bleibt ein kontroverses, aber anregendes Argument in der Philosophie. Sie fordert uns auf, über die Grenzen der Rationalität, die Natur des Glaubens und die Konsequenzen unserer Entscheidung nachzudenken. Wie würdest du dich bei der Wette entscheiden? Hältst du es für rational, im Angesicht von Unsicherheit zu wetten? Schreibe deine Meinung gerne in die Kommentare. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse erweitern möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!